In diesem Video unterhalten wir uns einmal darüber, wie ein Grafikdesigner fürs Alter vorsorgen kann. Ne? Irgendwann trifft es uns alle, wir werden alt und klapprig und irgendwann müssen wir vielleicht uns auch mal darüber Gedanken machen, in Rente zu gehen. Und wollen vielleicht auch nicht mehr arbeiten. Und das soll auch für uns Grafikdesigner kein Problem sein, wenn wir denn vorsorgen. Natürlich, wenn du als Grafikdesigner bei einer Firma arbeitest und dort dein Wissen gibst und ganz normal rentenversichert bist, kann dir da natürlich nichts passieren. Aber viele Grafikdesigner arbeiten eben als Freelancer. Und genau das musst du natürlich auch berücksichtigen. Wenn du dich für diesen Beruf entschieden hast, dann musst du halt einfach überlegen, wie sorge ich denn jetzt vor fürs Alter? Ja, und dazu schauen wir uns jetzt einmal am Computer an, wie das Ganze funktioniert und wie wir das hinkriegen können, dass wir auch als Grafikdesigner später im Alter abgesichert sind. Du bist Freelancer, du bist dementsprechend weder krankenversichert, noch sozialversichert, noch hast du eine Rentenversicherung. Ja, was denn nun tun? Ne? Ist denn jetzt aller Tage Abend oder was machen wir da? Eine gute Idee ist natürlich, sich erstmal privat kranken zu versichern. Du kannst dich gesetzlich versichern, du kannst dich aber natürlich auch privat versichern, was sehr teuer ist und auch sehr teuer wird mit der Zeit. Deswegen empfehle ich dir hier ganz klar, dich gesetzlich zu versichern, wenn du nicht richtig viel Umsatz machst. Im nächsten Schritt müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir diese Rentenversicherung kompensieren können. Du weißt, wenn du angestellt bist, dann geht ein gewisser Teil deines Geldes jeden Monat an deine Rentenversicherung und ein Teil bezahlt auch der Arbeitgeber an deine Rentenversicherung. Da sparst du Geld an, damit du im Alter jeden Monat einen bestimmten Betrag ausgezahlt bekommst. Jetzt müssen wir versuchen, das auch als Freelancer zu erreichen. Und das können wir auch, aber gut ist es hier, wenn du früh anfängst. Ne? Wie fängst du denn jetzt früh an? Ja, am besten, sobald du den Wunsch hast, Grafikdesigner zu werden, kann man dann schon anfangen. Ne? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine meiner Meinung nach sehr gute Möglichkeit ist ein Rentenfonds. Aktien sind eine gute Möglichkeit, um fürs Alter vorzusorgen. In Amerika wird das schon ganz lange so gehandhabt. Da gehen die Leute hin und schon in den jüngsten Jahren haben die einen Rentenfonds und zahlen da halt jeden Monat ein. Je jünger du bist, desto geringer ist der Betrag, den du monatlich einzahlen musst. Und wenn du halt erst mit, 35, 40, 45 anfängst einzuzahlen, dementsprechend musst du natürlich einen höheren Betrag einzahlen, um am Ende genügend Geld herauszubekommen. Ja, jetzt ist es aber so, wir haben einen ganz dicken Vorteil. Ne, das sind so die gesetzlichen Sachen, was man machen kann. Rentenfonds ist eine gute Idee, Aktien sind wirklich eine sehr gute Idee. Ja, es kann crashen, aber in aller Regel erholt sich das innerhalb von 15 Jahren jedes Mal wieder, sodass du auf jeden Fall am Ende höher bist, als du warst, als du eingestiegen bist. Also vermehrt sich dein Geld auf jeden Fall. Kurzer Tipp, ich würde mir hier unbedingt überlegen, einen ETF-Fonds zu nehmen. Da sind die ganzen Sachen natürlich, da ist die Rendite nicht ganz so hoch, aber ein Vorteil, das Risiko ist auch wesentlich geringer. Und über die Zeit gerechnet, hast du immer noch so eine Rendite von 7-8%. Eigentlich eine gute Sache. Als Grafikdesigner haben wir aber auch noch die Möglichkeit, mit unseren digitalen Assets vorzusorgen. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja, ich zeige dir das jetzt einmal am Rechner, worum es hier geht und wie man da durchaus vorsorgen kann und sich überlegen kann, sich eine große Bibliothek aufzubauen, sodass du immer mit zusätzlichen Einnahmen dastehst. Ja? Natürlich sei nochmal vorab gesagt, es kann alles in den nächsten, 30 Jahren, natürlich kann da alles vor die Hunde gehen. Ne? Also in 30 Jahren kann es vielleicht kein YouTube mehr geben, das wissen wir nicht. Ne? Oder wir wissen auch nicht, ob dann noch digitale Produkte verkauft werden. Die Chancen stehen aber ziemlich gut. Deswegen, natürlich ist das hier alles ohne Gewähr. Ich bin da auch kein Rentenprofi. Ich sage dir nur, wie ich das handhabe und wie ich mir das überlegt habe und welche Recherchen ich angestellt habe und zu welchem Ergebnis ich da gekommen bin. Deswegen ohne Haftung. So ist, wie ich das mache. Und ich zeige dir jetzt einmal, was ich hier für eine gute Idee halte. Also, ich habe hier, das weißt du, da bist du nämlich gerade, den YouTube-Kanal der CMD-Akademie. Und das ist für mich eine ganz gute Quelle an passiven Einnahmen. Nämlich
diese Quelle wird irgendwann hoffentlich, ne, sehr wahrscheinlich, auf hoffentlich viele tausend Abonnenten wachsen. Und je mehr Abonnenten ich habe und je mehr Leute das Ganze gucken, desto mehr Watchminuten habe ich und desto mehr Werbung wird eingeblendet und desto mehr werde ich von Google für meine Videos bekommen. Also schon mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wenn ich hier evergreen Content produziere, das heißt Content, der auch in 10 Jahren von heute noch Gültigkeit hat oder in 20 Jahren, dann steht die Chancen auch sehr, sehr gut, dass die für meine Rente sorgen. Ne? Also wenn Google mir irgendwann jeden Monat einen Scheck, ich sag mal über 1000 Euro schickt, ja, dann ist das doch schon mal eine schöne zusätzliche Rente nur für meine Videos, die ich hier produziere. Ja? Ein zweiter Punkt, da sind wir auch schon öfter drauf eingegangen, sind digitale Produkte. Ich hatte dir ja schon mal erzählt, dass du, wir haben über ganz viele digitale Produkte gesprochen. Ne? Du kannst Procreate-Pinsel erstellen, du kannst für Affinity Pinsel erstellen, du kannst aber auch einfach nur Overlays erstellen und Muster erstellen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Egal bei was, ne, worin du dich wohlfühlst, das solltest du auch hier produzieren. Und wenn du das denn machst und diese Produkte in einen Shop einstellst, der einen hohen Umsatz aufweist, wie zum Beispiel Creative Market, dann ja, kannst du auch davon im Alter profitieren, weil einmal eingestellt, musst du dich erstmal überhaupt nicht mehr darum kümmern. Und mit den Jahren wächst hoffentlich eine große Bibliothek an digitalen Produkten an, die du immer wieder verkaufst. Und selbst wenn du in einem Monat 10 Produkte nicht verkaufst, aber dafür die 150 anderen, auch das sichert dir zusätzliche Einnahmen. Und zwar jeden Monat Einnahmen, die auf dein Konto kommen. Ja? Deswegen auch so Seiten wie Creative Market, Design Cuts oder auch viele andere sind eine sehr, sehr gute Idee, um sich passive Einnahmen aufzubauen und so fürs Alter vorzusorgen. Ein Beispiel habe ich noch, und zwar gibt es auch viele Designer. Ich habe jetzt hier einmal von Peggy Dean rausgesucht, das Botanical Line Drawing. Peggy Dean hat einige Bücher geschrieben. Ich klicke mal hier drauf, damit du die verschiedenen Bücher sehen kannst. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Beispiele von Designern, die sich mit Produkten, also mit Büchern beschäftigt haben. Im Self-Publishing. Ich weiß nicht, warum das gerade nicht funktioniert. Ja, hier siehst du, Peggy hat schon 2, 4, 6, 7 Bücher. Und das ist natürlich schon mal eine schöne Bibliothek. Ne? Auch diese Sachen werden nie alt. Ne? Also, und dass es keine Bücher mehr gibt, ja okay, kannst du sagen, vielleicht gibt es keine Bücher mehr im Papier, aber sehr wahrscheinlich gibt es noch digitale Bücher. Deswegen auch hier gute Idee, wenn du beides anbietest, ja, kann man auch alles über Amazon machen. Du musst keinen Verlag mehr finden. Amazon macht das für dich. Ne? Also es gibt ein Paperback, was du anbieten kannst. Das heißt, du stellst deine Dokumente ein und wann immer ein Paperback geordert wird, dann ist es Print on Demand, also sobald es geordert wird, fängt Amazon an, das zu drucken und an deinen Kunden zu versenden. Hast du auch nichts mehr zu tun. Oder aber der Kunde kann das Ganze digital kaufen, auch sehr schön. Lädt er sich das einfach auf sein iPad oder sein Tablet oder sein Kindle oder wo auch immer hin und liest es einfach da. Auch eine sehr gute Möglichkeit, um sich eine Bibliothek von digitalen Produkten aufzubauen. Es geht hier darum, sich so viele digitale Produkte aufzubauen wie irgendwie möglich. Es geht auch darum, dass du ganz viele Evergreens hast. Ja? Also das Wort Evergreen, das fällt ja sehr häufig. Ne? Und das zu Recht. Weil Evergreen bedeutet letztendlich, dass es Sachen sind, die du nicht wieder korrigieren musst, wo du nicht wieder eingreifen musst, die auch nicht nur heute ihre Gültigkeit haben, sondern auch noch in 10 Jahren. Schreibst du zum Beispiel ein Buch über eine Software und sagen wir, du schreibst über Adobe. Und Adobe bringt nächstes Jahr wieder eine neue Version raus. Dann ist die wahrscheinlich etwas anders. Und in 5 Jahren ist es sehr wahrscheinlich, dass du damit nicht mehr durchkommst. Ne? Weil es gibt viele neue Funktionen und viele neues Interface vielleicht, sodass die Leute sich dann wahrscheinlich denken, ach, jetzt habe ich ein altes Buch gekauft. Nee, das will ich nicht, das gebe ich wieder zurück. Also auch keine gute Idee. Aber wenn du das so handhabst, wenn du immer darauf achtest, dass du Evergreens produzierst, ist das eine gute Möglichkeit. Ich will dir noch eine letzte zeigen und dann denke ich mal, bist du fürs Alter als Grafikdesigner gut aufgestellt. Ich bin jetzt hier einmal auf Udemy
Bestimmt kennst du aus dem einen oder anderen Video, was ich hier auf dem Kanal gemacht habe, Udemy bereits. Es ist eine Plattform, die ganz viele Online-Kurse zu jedem erdenklichen Thema anbietet. Und auch hier kannst du dir eine Bibliothek an Online-Kursen aufbauen, die du jeden Monat verkaufen kannst und die dir somit jeden Monat einen Check bringen. Jetzt überlegen wir mal und sind ganz pessimistisch eingestellt. Ja? Wir sagen, wir verdienen vielleicht 50 Euro mit unseren Kindle-Büchern, wir verdienen nochmal 50 Euro mit Online-Kursen, 50 Euro mit irgendwelchen digitalen Assets und dann nochmal 50 Euro mit unseren YouTube-Videos. Dann hätten wir hier schon Zusatzeinnahmen von um die 200 Euro im Monat, wenn wir ganz unten ansiedeln. Und wenn wir behaupten, dass du in deinem ganzen Arbeitsleben nicht sehr viele Produkte aufbauen kannst. Du siehst, the sky is the limit hier. Also es ist durchaus möglich, dass du ganz viel Geld damit verdienst. Es geht wirklich einzig und allein darum, wie du das aufstellst, wie du das planst und wie du das auch für die Zukunft aufsetzt. Evergreen ist hier ein ganz wichtiges Stichwort und du kannst es wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr hören. Aber dennoch, darf ich dich daran erinnern, immer Evergreen denken, ja, und immer gucken, dass deine Videos, deine Online-Kurse, deine Bücher, deine digitalen Assets, also wie Pinsel oder Farbpaletten oder Bilder oder was auch immer du produzierst, in Zukunft noch zu verkaufen sind. Noch ein Wort am Rande zum Thema Bilddatenbanken. Ja, also es gibt ja Seiten wie Adobe Stock oder Getty Images oder sowas. Auch da kannst du verkaufen. Also wenn du Fotograf bist und du produzierst ganz viele wunderschöne Naturfotos, dann kannst du die da hochladen und auch da werden die dann immer wieder für dich verkauft. Und auch die können nicht alt werden. Es gibt garantiert noch 20, 30, 40, 50 Beispiele. Es ist keine gute Idee, wenn du versuchst, in alle möglichen Richtungen zu expandieren und versuchst, aus jeder Quelle irgendwas abzubekommen. Natürlich hast du so, auch wie bei einem ETF-Fonds, dein Risiko groß gespreadet, aber du kannst dich auf nichts wirklich konzentrieren und wirst wahrscheinlich mit nichts richtig erfolgreich. Deswegen mein Vorschlag, konzentriere dich immer auf eine Sache. Ne? Mach meinetwegen erst Online-Kurs oder erst Videos für YouTube, dann schwenk über zu den Büchern, die du erstellst und dann meinetwegen geh auf die digitalen Assets. 4, 5 verschiedene Einnahmequellen, super, da kannst du dann ja nicht pleite gehen sozusagen. Aber weder heute noch in Zukunft und hoffentlich für immer daran verdienen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war hilfreich für dich. Und wenn dem so ist, dann bitte vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und klick auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.